She and my adult daughter were making an Asian dish. Sie und meine älteste Tochter, sie haben sowas Asiatisches gebrutzelt. And the aroma of the spices. Und dieser Duft, die Gewürze. I am a disciplined man. Aber ich bin ein disziplinierter This Mann was for a Gottes. cause. Und ich hatte ja eine Bestimmung. It was going to make the sermon better. Ich wusste, das wird die Predigt besser machen. I am smart, smart, smart. Und ich bin schlau. Day 2. Also, okay. 2. Tag. Power bar for breakfast. Power-Riegel zum Frühstück. Chocolate chip peanut butter power bar for lunch. Chocolate Chip mit Erdnussbutter, Müsli-Riegel zum Mittagessen. Thankfully, when I got home that night, no one was cooking Asian food. Zum Glück, an dem Abend, als ich nach Hause kam, gab es mal kein asiatisches Essen. I sat down at my dinner table, Habe mich an den Abendessentisch gesetzt, cut my power bar into 5 pieces, habe meinen Kraftriegel in 5 Teile zerschnitten and enjoyed God's provision for my life. und habe Gottes Versorgung für mein Leben genossen. But then I sat down to read the newspaper, Aber dann habe ich mich hingesetzt, wollte die Zeitung lesen. and an advertisement fell out. Und da fiel so eine Werbung raus. It was for a Mexican restaurant, Von so einem mexikanischen Restaurant, Taco Bell. Taco Bell. And I picked up the advertisement. Und ich habe mir diese Werbung angeschaut, I started looking at the pictures. habe mir die Bilder angeschaut. Suddenly I realized that I was cultivating a very rich fantasy life. Und da wurde mir klar, mein Fantasieleben ist irgendwie reich heute. Day 3. 3. Tag. Power bar for breakfast. Wieder Müsli-Kraftriegel zum Frühstück. Power bar for lunch. Mittagessen. I get home and my children have friends over and they're grilling outside on the grill. Und jetzt komme ich nach Hause. Meine Kinder haben Freunde zu Besuch und draußen auf der Terrasse, die sind am Grillen. They've made a pasta salad, Und die haben so Nudelsalat gemacht. hamburgers, Und es gibt Hamburger. sausage grilling. Und da sind Würste, die brutzeln auf dem Grill. I sit down on the patio with my plate and my power bar. Ich setze mich dazu auf die Terrasse mit meinem Müsli-Kraftriegel. And my daughter, who was 21 at the time, says, "Come on, Dad, just tell the congregation you cracked after 3 days." Meine Tochter, war damals 21, sagt, komm, gib auf, Papa, erzähl einfach der Gemeinde, du hast es nicht gepackt. And to my dear firstborn, Und meiner geliebten Erstgeborenen I said, habe ich gesagt, you get behind me, Satan. weiche hinter mich, Satan. But on that evening, I started to cheat. Aber an dem Abend habe ich ein bisschen geschummelt. 4 potato chips, Ich habe 4 Chips, ja, Kartoffelchips 1 illicit fork of potato salad, und so eine heimliche, illegale Gabel von dem Nudelsalat. and I'm thinking, I am dumb, dumb, dumb. Und ich dachte, ich bin irgendwie blöd, oder? Day 4. 4. Tag. I took 2 chocolate chip peanut butter power bars and I broke them up in a bowl and covered them with milk. Da bin ich hingegangen, habe diesen Müsli-Riegel mit den ganzen Schokoladenstückchen und Erdnussbutter. Ich habe die zerkrümelt und ein bisschen Milch drüber gegossen in so einer Schale. To trick them into thinking they were cereal. Und um mir vorzustellen, es könnte ja auch richtiges Müsli sein, sowas. Power bar for lunch. Also auch zum Mittagessen. Done. Das war's. That evening, An dem Abend my wife and I went on a picnic, waren meine Frau und ich eingeladen zu einem Picknick. a stream near our house, Da gab es so einen kleinen Bach bei unserem imported Haus. cheese, Und wir hatten, salami, es gab also importierten Käse Crackers. und Salami und so Cracker. You would think this would be the best meal I had ever had. Und du musst dir vorstellen, es hätte doch das beste Essen sein können, das ich je hatte. It wasn't. War es aber nicht. This meal wasn't as good Diese Mahlzeit war nicht so gut. as one more miserable power bar would have been bad. War nicht so gut, wie noch ein weiterer von diesen Müsli-Riegeln schlecht hätte sein können. What I'm trying to say here Was ich hier sagen will ist, is that we look at the Israelites misbehaving in the desert, wir sehen hier die Israeliten in der Wüste und die and murren there's über das Essen. immediately a rush of uninvited superiority. Und wir fühlen uns dem überlegen. Irgendwie. Those people are idiots. I'd never do anything like that. Die sind doch Idioten. So würde ich mich nie verhalten. Are you sure? Bist du dir sicher? And I think with a story like this, it is healthier
Ich denke, in so einer Geschichte ist es gesünder, rather than placing ourselves above the characters and looking down on them, statt dass wir uns erheben über die Beteiligten und runterschauen, to place ourselves among the characters, dass wir uns in ihre Situation versetzen und mit ihnen da unterwegs sind. to find ourselves with them, Und dass wir da mit ihnen in der Wüste unterwegs sind. and to say, you know, given the right set of circumstances, Und uns klar machen, in entsprechenden Umständen I'd have been complaining too. würde ich mich genauso beklagen. But this is not simply complaining about cafeteria food. Aber es geht ja nicht nur darum, dass sie das Mensaessen beklagen. They're complaining against God. Nein, sie klagen Gott gegenüber. In longing for Egypt, there was a sense in which they were saying, Und sie sehnten sich zurück nach Ägypten und damit brachten sie zum Ausdruck, we were better off in Egypt. uns ging es besser in Ägypten. We were better off as slaves. Uns ging es als Sklaven doch besser. We were better off without you. Gott, uns ging es besser ohne dich. And this borders on cosmic treason. Und das kommt ziemlich nah an kosmischen Hochverrat. The land between is fertile ground for complaint. Also das Land dazwischen ist fruchtbarer Boden für Klage. When you are in the land between, your heart is in danger. Wenn du in diesem Land dazwischen bist, ist dein Herz gefährdet. It can move in some dark directions very easily. Du kommst in düstere Gefilde rein, ziemlich schnell. And so the question I have at this point in our drama, Und möchte eine Frage stellen in dieser Geschichte, an diesem Punkt. where's Moses? Wo ist denn der Mose? Remember, he didn't want this job to begin with. Erinnert euch an Mose, er wollte eigentlich diesen Auftrag nicht. How's our leader doing? Wie geht's unserem Leiter? He's the rock, right? Ja, er ist der Felsen der Brandung, oder? Well, the rock's about to break. Der Fels ist dabei zu zerbrechen. As I read Moses' prayer, this is one of the most honest prayers you will ever read. Wenn wir das Gebet von Mose lesen, das ist eines der ehrlichsten Gebete in der ganzen Bibel. As we read Moses' frustrated prayer, I'd like you to notice two things. Und du hörst jetzt, wie Mose frustriert betet und achte mal Folgendes. The way he uses the terms I, me, I, me, I, me. Immer wieder spricht von ich und mir und meiner und ich und mich And also the child care imagery. und auch die Bildsprache von Kinderbetreuung. Here we go. Okay. Here's Moses. Hier kommt Mose. He said to the Lord, Er hat dem Herrn gesagt, why have you brought all this trouble on your servant? Herr, warum hast du dieses Ungemach über deinen Knecht gebracht? What have I done to displease you? Was habe ich getan, dass du so zornig über mich That bist? you would put the burden of all these people on me? Dass du diese Last der ganzen Menschen auf mich gelegt Did I hast? conceive all these people? Habe ich diese Leute zur Geburt gebracht? Did I give them birth? Und sie empfangen und zur Geburt gebracht? Why do you tell me to carry them in my arms as a nurse carries an infant? Warum hast du mir gesagt, trag sie rum so wie ein Krankenpfleger ein kleines Kind? To the land you promised on oath to their forefathers. Dass ich sie in das Land bringe, das du ihren Vorvätern zugeschworen hast. Where can I get meat for all these people? Wo hole ich die ganze Nahrung für die Leute her? They keep wailing to me, give us meat to eat. Und sie beklagen sich, gib uns Fleisch zu essen. Listen to this. Hör mal hier, I cannot carry all these people by myself. ich kann diese Leute allein nicht mehr tragen. The burden is too heavy for Die me. Last ist zu schwer für mich. And here comes Moses' prayer request. Und hier kommt das Gebetsanliegen von Mose. If this is how you're going to treat me, Wenn du mich so behandelst, Herr, put me to death right now. töte mich jetzt. If I have found favor in your eyes, Wenn ich Gunst gefunden habe vor dir, and do not let me face my own ruin. dann lass mich nicht meinen Niedergang sehen. Does it seem to you like Moses is having a bad day? Kriegen wir einen Eindruck, Mose hat hier einen schlechten Tag. Dear Lord, I just have one request. If you like me, kill me now. Er sagt, Herr, ich habe eigentlich nur ein Gebetsanliegen, töte mich jetzt. The land between is fertile ground. It's not only fertile ground for complaint, it's fertile ground for emotional meltdown. Das Land dazwischen ist nicht nur fruchtbarer Boden für Klage, sondern auch für emotionale Kernschmelze. The imagery Moses uses is of a man who has a weight slipping through his fingers. Das Bild, was Mose hier gebraucht, ist von einem Menschen, der eine Last, die er trägt, die gleitet ihm durch die Finger. He says, this is too heavy for me. Und er sagt, es ist mir zu schwer. I can't carry this anymore. Ich kann das nicht mehr mit mir rumtragen. Whose voice do you hear there, Welche Stimme hörst du hier? other than Moses' voice? Abgesehen von der Stimme von Mose. This is too heavy. I can't carry this anymore. Es ist zu schwer, ich kann es nicht mehr tragen.
I hear the voice of a couple who have gone in for medical test after medical test after medical test. Ich höre die Stimme eines Paares, die haben sich medizinisch testen lassen, wieder und wieder. And still there's no clear diagnosis. Und es ist immer noch nicht klar, was stimmt nicht. More tests. Noch ein Test. There's a time where the wife just breaks and she goes, this is too heavy. I can't carry this Die anymore. Ehefrau zerbricht irgendwann und sagt, es ist mir zu schwer, ich kann es nicht mehr aushalten. I hear the voice of a couple in bed and they do not know where their 16-year-old is. Ich höre die Stimme eines Ehepaars liegen nachts im Bett, sie wissen nicht, wo ist unsere Who 16-Jährige. started staying out all night. Und die ist fort, wir wissen nicht wo. And there just comes a breaking point where they go, this is too heavy, we can't carry this anymore. Sie sagen, das wird uns zu viel, wir können es nicht mehr aushalten. I hear the voice of a pastor who's trying to help his church navigate through a potential church split. Und ich höre die Stimme eines Pastors, versucht der Gemeinde zu helfen, durchzukommen durch eine Phase, wo die Gemeinde fast sich spaltet. There comes a point where something in you just breaks. Und du kommst zu einem Punkt, wo etwas in dir fast We're zerbricht. tired, worn out, exhausted. Wir sind müde und ausgebrannt. This is too heavy, I can't carry this anymore. Es wird mir zu schwer, ich kann und will es nicht mehr tragen. I hear the voice of a camp counselor who is a camp director who is working his way through a list of 14 telephone numbers. Ich höre die Stimme eines Leiters von einem Sommerlager, der 14 Telefonnummern vor sich liegen hat. Eine ganze Liste. one call at a time Muss einen nach dem anderen anrufen. to board members and donors. Da gibt es Vorstandsmitglieder und Spender. Is it recently come to light Denn es ist herausgekommen, that the previous summer a 23-year-old counselor dass letzten Sommer einer der Mitarbeiter im Sommerlager 23 Jahre was alt involved eine Beziehung angefangen with hat a 16-year-old camper, and there is a pregnancy. mit einer 16-jährigen Teilnehmerin und die ist schwanger geworden. 14 numbers, 14 phone calls, 14 Telefonnummern, 14 Anrufe, 14 difficult conversations. 14 schwierige Gespräche. He gets halfway through the list, goes home, lays down, but can't fall asleep. Und er ist halbwegs durch mit der Liste, geht nach Hause, legt sich ins Bett, aber er kann nicht schlafen. He feels like someone has hooked a hose up to him and is draining the life out of him. Und es fühlt sich für ihn an, als hätte jemand einen Schlauch an ihn angeschlossen und die ganze Lebensenergie fließt raus. Anyone doing spiritual ministry for any length of time knows something of this feeling. Jeder von uns, der im geistlichen Dienst steht, über einen gewissen Zeitraum hinweg, früher oder später kommt so an so einen Punkt, du kannst dich damit identifizieren. There's something about the quality of spiritual leadership that we will simply come to points that break us, where we're beyond ourselves. Und wir kommen, wenn wir im geistlichen Dienst stehen, früher oder später an einen Punkt, wo wir fast zerbrechen und es überfordert uns. And I've known these seasons. Und ich kenne auch diese Lebensphasen. I've now been at my church, Ada Bible Church, for almost 29 years. Und ich bin jetzt in der Gemeinde, wo ich diene, in Ada Bible Church, fast 29 Jahre. My wife Chris and I, we were 21 years old, we were newlyweds, and we were still in Bible college. Meine Frau und ich, wir waren gerade 21 Jahre alt, frisch verheiratet und ich war noch auf der Bibelschule. And the church was a young church plant. The church planter had resigned, and they were just looking for someone to preach, to fill in each weekend and preach. Und es war eine jung gegründete Gemeinde, aber der sie gestartet hatte, war weitergezogen und die suchten jemand, der ihnen helfen würde, ab und zu mal predigen. And they asked me if I would be willing to preach until they found a real pastor. Und die haben mich gebeten, komm doch, hilf uns, predige ab und zu mal, bis wir einen richtigen Pastor finden. They're still looking. Sie suchen immer noch. But the church started to grow slowly. Die Gemeinde fing aber langsam an zu wachsen. Our first week, they had maybe 20 people, and then it went to 30, and then to 50, and then to 80, and then to 100 Am Anfang waren es so 20, 30 und dann 40, 80, 100 Leute. over 3 years. Über 3 Jahre. And we were meeting in a house at the time. Am Anfang haben wir uns in so einem Haus getroffen. And so we announced to the congregation that we had purchased property and that we were going to be building a building. Aber wir haben dann Land gefunden, haben der Gemeinde gesagt, wir wollen da früher oder später bauen. And then I remember that April weekend before I preached, Und ich kann mich daran erinnern, es war im April und bevor ich predigen sollte, that before my sermon I had the responsibility of coming to the platform and explaining to the congregation hatte ich die Verantwortung, mich vor die Gemeinde hinzustellen, ihnen zu erklären, that we weren't going to be building this year. dass wir dieses Jahr noch nicht bauen können. Our plan wasn't ready, our funding wasn't ready, Der Plan war noch nicht bereit, das Geld noch nicht zusammen, that we'd be building the next April. aber nächstes Frühjahr. People thanked me. Die Leute dankten mir.